Bekannt, bewährt und sehr häufig verbaut. Die Bosch Performance Line Motoren zählen absolut zu den Säulen im E-Mountainbike-Markt. Bosch bringt zu unserem Test gleich 3 Motoren ins Rennen. Vom leichten SX bis zum kompromisslosen CXR ist alles dabei. Doch welcher der da ist der richtige für dich? Wo liegen seine Stärken und wo seine Grenzen? Und wie schlagen sie sich im direkten Vergleich mit der Konkurrenz von Avinox, Specialized, Mahle und Co.? Der Bosch SX ist mit 2,06 Kilogramm der leichteste der 3 Motoren von Bosch und er ist ideal fürs Light EMTB geeignet und hat einen sportlichen Charakter. Der CX bringt nach dem Freischalten in der App 100 Newtonmeter maximales Drehmoment und 750 Watt Peak Power mit. Kraftvoll, natürlich abgestimmt und für viele einfach der Allrounder schlechthin. Und dann gibt es da noch den CXR-Motor. Der ist noch direkter, noch sportlicher und speziell für Racer entwickelt worden. Er hat die gleichen Leistungswerte wie der Bosch CX, hat aber dank Titankurbelwelle, Keramiklagern und dem Magnesiumgehäuse 90 Gramm weniger Gewicht. Alle 3 Motoren sind Teil des Bosch Smart System, was sie besonders flexibel macht. Heißt, Displays, Remotes, Akkus und Features lassen sich individuell kombinieren und individualisieren. Die Bosch Mini Remote punktet mit einem sehr guten haptischen Feedback. Das neue Kiox 400C Display punktet mit schicker Integration, einer intuitiven Menüführung und einem USB-C-Port. Das Ökosystem von Bosch zählt ganz klar zu den stärksten Argumenten. Akkuvarianten von zum Beispiel dem 400 Wattstunden Akku hier oder dem größten 800 Wattstunden Akku. Ein großes Angebot von Displays, die Bosch Flow App zur Individualisierung der Fahrmodi und Anpassung des Motorsystems. Der Bosch SX bringt ganze 600 Watt Maximalleistung ins Light EMTB-Segment. Doch vor allem bei niedriger Kadenz wirkt der Motor aus unserer Sicht ziemlich zurückhaltend. Wer hochtourig fährt, sprich eine hohe Trittfrequenz an den Tag legt, bekommt viel Unterstützung zurück. Das ist zum Beispiel ideal für sportliche Fahrer, die das Shuttle-Feeling jetzt nicht unbedingt brauchen. Der CX überzeugt durch seine Balance aus Power, Kontrolle und natürlicher Unterstützung. Er vermittelt von Anfang an ein sehr intuitives Fahrgefühl und bietet eigentlich nahezu jedem Fahrer oder Fahrerin ein sehr einfaches Einsteigen. Egal ob technischer Uphill, Trail oder Tour, er ist einfach immer sehr kontrollierbar. Ganz anders ist zum Beispiel mit dem CXR. Im Race-Modus liefert er die Power wie ein Dampfhammer, direkt brachial, aber eher schwer zu zähmen. Wer es nicht kontrollieren kann, hat hier weniger Spaß und wird einfach schnell bestraft. Der neue EMTB Plus Modus bringt hier Entlastung. Er schafft mehr Kontrolle, bessere Traktion und hat trotzdem noch massig Leistung, wenn man es benötigt. Wir können deshalb nur vom Race-Modus vom CXR abraten, weil er schlussendlich einfach für die meisten Fahrer, die nicht erfahren sind, zu gefährlich ist und auch dadurch dann weniger Fahrspaß liefert. Auf jeden Fall. Alle 3 Bosch-Motoren kommen auf einen Unterstützungsfaktor von bis zu 400%, aber nicht bei jeder Kadenz. Der Bosch SX zeigt in unserem Labortest ein klares D-Rating schon nach knapp 6 Minuten. Danach bleibt die Leistung dann sehr konstant, aber auf eben einem reduzierten Niveau. Der CXR liefert trotz seines aggressiven Charakters die höchste Effizienz aller Bosch-Motoren. Beim Uphill-Speed gehört er zu den Top 3 im Testfeld. Beim Dauertest zeigt sich allerdings auch ein sehr frühes D-Rating. Und der klassische CX, wie sieht es mit dem aus? Der erreicht im Dauertest mit 250 Watt Fahrleistung die stabilste Leistungskurve oder Fahrkurve unter allen Bosch-Motoren. Hier tritt das D-Rating erst nach knapp 10 Minuten auf. Insgesamt 3 Motoren, 3 Charaktere. Doch eint sie das Bosch Smart System mit all seinen Stärken bei Konnektivität durch Updates over the air und die große Komponentenauswahl. Der Bosch SX ist was für sportliche Minimalisten. Er ist leicht und relativ kompakt, aber nichts für lange Touren oder für extrem technische Climbs. Und der CXR? Der bedient leider eine Nische. Racer, die mit viel Leistung umgehen können und jede Sekunde im Berg rauskitzeln wollen. Aber für den Großteil an Riders ist das nicht das Richtige. Der CX ist die Allzweckwaffe bei Bosch. Er bleibt eine super Wahl für alle Fahrer, die ein bewährtes System mit breitem Supportnetz suchen und die eine starke Performance auf dem Trail ebenso brauchen. Er ist vielleicht nicht unbedingt der leiseste oder leichteste Motor im Testfeld, aber er ist derjenige, der im Alltag einfach immer funktioniert, egal ob auf dem Trail oder beim Pendeln. Die Leistungsaufgabe ist harmonisch, die Dosierbarkeit ist super, die Software ist ausgereift und es gibt ein riesiges Partnernetzwerk. Service und Updates sind immer verfügbar und er ist einfach aus unserer Sicht verdient der Kauftipp. Das war's mit unserem Test zur Bosch Performance Line Portfolio. Lasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da und schaut doch unbedingt auf unserer Website vorbei. Den vollständigen Vergleichstest findet ihr in der Videobeschreibung unten und auch alle anderen Reviews aus unserem Motorenvergleichstest mit insgesamt 11 Motoren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, um in Zukunft nichts zu verpassen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.